Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Schwester Beate. Schwester Beate. Ja. Wow, jetzt weiß ich, warum du sie, wenn ich Ruhig du. Ja, ruhig du. Du strahlst. Wie oft warst du in Medjugorje? Schwer zu schätzen, aber circa 70 Mal. 70? Ja, 70. 7-0. Ja. Warum kommst du immer wieder her? Ja, weil es wirklich wie nach Hause kommen ist. Ja. Ja. Ich habe 1984 gehört, Ja. dass da die Mutter Gottes erscheint Ja. und habe es nicht fassen können, weil meine Oma war, als ich ein Kind war, in Lourdes und Fatima Ja. und ich habe gewusst, dass die Mutter Gottes erschienen ist, aber dass sie in unserer Zeit erscheint, Ja. habe ich noch nie vorher gehört und ich habe gesagt, da muss ich unbedingt hin. Und dann warst du sicherlich noch keine Schwester, oder? Na, da war ich noch nicht Schwester. Ja. Genau, da habe ich kurz unsere Gemeinschaft kennengelernt. Das ist die Jüngergemeinschaft in Wien. Ja. Und 1985 war das erste Mal möglich, bei einer Gruppe mitzufahren. Ja, das war natürlich alles anders. Gell? Aber ich habe es, einfach dieser Friede, den man gespürt hat, der so wie greifbar war, das war unfassbar für mich. Und dann bin ich das nächste Jahr wieder gefahren, das nächste Jahr wieder. Ja. Und dann sind wir schon ein zweites Mal gefahren, 1987 mit meinen Eltern, mit 2 Autos und so. Ja. Und es war einfach immer wie nach Hause kommen. Ja. Wie nach Hause kommen. Ja, wie nach Kannst du das Hause beschreiben für jemanden, der jetzt zuschaut und Medjugorje nicht kennt? Wie würdest du das beschreiben, dieses nach Hause kommen? Die Anwesenheit der Mutter Gottes habe ich hier immer stärker erlebt als überall sonst. Ja, besonders am Erscheinungsberg. Auch jetzt, als wir gekommen sind, vor 2 Tagen, sie ist einfach da. Und schon, wenn man die Einführung macht für die Gruppe am Beginn des Berges, wo daneben die Geschäfte sind, wird man schon eingehüllt von ihrer Gegenwart. Dass man das Gefühl hat, sie hat uns ja eingeladen, sie freut sich auch schon auf uns. Ja, den Eindruck habe ich wirklich jetzt gehabt. Ja, warum spüre ich jetzt schon so ihre Gegenwart? Ja, sie freut sich schon auf uns, dass wir jetzt da sind. Und ja. Hast du persönlich hier deine Berufung gefunden in Medjugorje? Nein, das nicht, aber in einer Krisenzeit vor meinem ewigen Versprechen, wo ich noch einmal sehr gerungen habe, ob ich bleibe oder nicht, weil ich einfach so durchgeschüttelt war von einer Krise zur anderen, war ich hier in meinem Urlaub und ich weiß noch beim Blauen Kreuz, wie dann dort ich ein klares Zeichen bekommen habe. Einerseits wirklich, dass es meine Entscheidung ist, in aller Freiheit, aber ich habe noch einmal klar gespürt, das ist es im Herzen, das war klar. Das ist, wofür mich der Herr einladet. Und ich habe gewusst, wenn er es mir zeigt, dann ist es wirklich das Beste für mich. Wunderschön. Und ja. Und du betest den Rosenkranz? Ja, wir beten in der Gemeinschaft den Rosenkranz. Eigentlich ist eines der Hauptgebete auch wirklich bei uns, der Weg mit der Mutter Gottes, auch die Weihe zu leben. Und so Weihevorbereitung. Was ist das Schöne? Jetzt kannst du ein bisschen Promotion machen für den Rosenkranz. Was ist das Schöne für dich an dem Rosenkranzgebet? Dass es ein einfaches Gebet ist, ein Gebet, das man leicht miteinander beten kann, wo man sich hineinfallen lassen kann und wo man auch alles hineinlegen kann. Ja. Einfach ist der Mutter Gottes übergeben. Die Anliegen der ganzen Welt. Ja. Ist auch schön, einfach den Rosenkranz für die Anliegen der Mutter Gottes zu beten und zu wissen, sie hat ja Pläne der Rettung und des Heiles für diese Welt, die so im Argen liegt, Was für mich auch ganz wichtig ist in dieser bedrängten Zeit, diese Verheißung, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren und dass die Mutter Gottes gesagt hat, sie führt hier weiter, was sie in Fatima begonnen hat. Auf das können wir uns stellen. Ja. Und dass sie verspricht, uns nicht alleine zu lassen. Ja, an ihrer Hand kommen wir durch alle das Gestrüpp und diese Wehen da einfach durch.
Ja, und wir kennen die Geschichte vom Ende. Die Katholiken kennen die Geschichte vom Ja. Ende, wie es ausgehen wird. Genau. Und wir können Das unseren ist- Beitrag leisten mit dem Rosenkranzgebet, Ja. mit der Evangelisation, Ja. mit dem Lächeln, wie Mutter Teresa Ja. sagt. Ne? Ja. Und weißt du, die Beichte ist hier zentral in Medjugorje. Vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt, wow, das hat mich irgendwie inspiriert, ich möchte beichten gehen, ich bin 20 Jahre nicht beichten gegangen, was denkt der Priester von mir? Was ist die Schönheit der Beichte und was würdest du diesen Menschen sagen, die vielleicht Angst haben, jetzt zum Priester zu gehen? Die Beichte ist vielleicht das größte Geschenk, ja, das wir haben. Ja, natürlich die Eucharistie und alle anderen Gnaden, aber man darf alles abladen, ja, und man kriegt die Lossprechung. Wir haben im Bus einen Film angeschaut und der Patrick hat das so erzählt, ja, seine Geschichte. Vielleicht kennen jetzt Ja, Nancy viele. Patrick, die von dem Nancy, Schloss, die ja, haben genau, ja. hat, wie sagt man, eine Burg gebaut. Und er hat das so genial ausgedrückt. Ja. Er war sein Leben lang nicht beichten, oder er sagt 30 Jahre, er war nie in der Kirche, er war völlig ferne. Und dann hat er sich überwunden und er hat seine Ehebrüche und er hat alles einfach ausgesprochen. Und der Priester gibt ihm die Lossprechung und das war's. Ja. Und er ist voll Freude weggegangen. Ja. So wie der man hat Vogel, der das- hier singt, ne? Ja, also ich war auch oft beim Jugendfestival hier oder auch wirklich sehr oft, wo Schlangen von Menschen bei den Beichtstühlen sind. Und gerade die Jugendlichen, ich kann mich erinnern, einmal haben wir gewartet und gewartet und wartet und kommt nicht heraus. Ja? Und dann kommt ein Jugendlicher raus. Einfach noch Tränen, aber mit einem Lächeln und mit einem Strahlen und was du einfach gewusst hast, boah, das war jetzt die Befreiung und Erlösung und das war eine Riesengnade, die er erlebt hat. Ja. Weil Für wirklich dich das zu sehen, oder? Das das zu Strahlen sehen, danach. auch von außen, und das ist auch das, was die Priester ja erzählen. Die größten Wunder erleben sie in den Beichtstühlen. Ja, weil da wirklich einfach Gnade geschenkt wird, ja, Erlösung, Befreiung. Du hast mit deiner Vokation, also mit deiner Berufung gerungen. Hier suchen viele Menschen in Medjugorje nach ihrer Berufung. Was würdest du als Rat denen mit auf den Weg geben? Wie kann man seine Berufung finden? Indem man sich zuerst einmal entscheidet für das Gebet, für das treue Gebet und diese Frage im Gebet immer wieder vor den Herrn zu bringen und zu hören, im Gebet immer wieder einfach zu hören, Herr, was zeigst du mir? Und ja, es kommt. Es kommt dann automatisch, Es kommt, ne? ja, es kommt. Leicht auch irgendwie, oder? In einer gewissen Weise danach. Ja, wahrscheinlich ist Wenn's der richtige Moment ist, ja. ist die Weihe, sein Leben wirklich in die Hände Gottes zu legen und wirklich zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Was ist dein Plan für mein Leben? Das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass der Herr es zeigen kann. Ja, ich bin bereit, mir geschehe, so wie die Mutter Gottes gesagt hat. Nach deinem Willen. Die Voraussetzung ist wahrscheinlich auch, dass man schon Gottes Erfahrung gemacht hat und dem Herrn vertraut. Ja. Ja. Er wird uns nicht irgendwo hinführen, wo es mir nicht gut gehen wird oder in ein Opferleben und ich weiß nicht was, sondern der Herr will das Beste für mich. Ja. Er weiß, was er in mich hineingelegt hat. Er wird es zur Entfaltung bringen und es wird ein Abenteuer sein. Ja. Es wird spannend sein, dem Herrn zu folgen und er wird uns verändern und Frucht für die Ewigkeit schenken. Ja. Unser Leben wird fruchtbar sein und eine Ewigkeit lang werden wir uns freuen können an dem, was er aus unserem Leben gemacht hat. Ja. Ich glaube, sind wir bei der Frage, viele Leute denken, der Gott, der Vater, ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der jähzornig und wütend ist und nur wartet, uns zu verurteilen. Und so ist er nicht. Du hast die Erfahrung gemacht, das kann man sehen. Wie ist Gott der Vater? Ja, Gott ist Liebe, ja. Gott ist Liebe. Er ist ein Vater. Ein Vater will immer das Beste. Das hat Jesus auch so gesagt. Ja, wie könnte er euch eine Schlange geben, ja, wenn ihr um einen Fisch bittet? Jeder Vater will, dass seine Kinder glücklich sind, ja, dass es ihnen gut geht, dass sie sich entfalten, ja, dass aus ihrem Leben was wird. Ja. Gott hat uns aus Liebe geschaffen, ja. Und ja. Was würdest du bei Leuten sagen? Es gibt viele, jetzt eine Generation, wo viele Väter abwesend sind.
und arbeiten und wütend sind. Was würdest du diesen Menschen sagen? Wie würdest du denen Gott der Vater erklären? Das ist für die ein schwerer Sprung zu dem Bild, was du aufgezeichnet hast. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber es gibt auch Heilung, ja. Und auch Heilung von den Vaterwunden. Ja. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man zuerst zu Maria kommt und sie führt uns zu Jesus und Jesus führt uns trotzdem zum Vater. Es ist ein Weg, ja. Und okay, manche haben so eine tolle Vaterbeziehung, dass der Vater im Himmel für sie von Ganz Anfang an sehr nahe und sehr einfach ist, ja. Andere haben gleich eine Beziehung zu Jesus und tun sich ein bisschen schwer mit Maria. Und vielleicht ist es dann so, dass Jesus sie zu Maria führt und sagt, schau mal, meine Mama ist auch deine Mama. Ja. Und oft wird es so sein, dass man zuerst zu Maria geht. Das hat mir in unserem Bus jetzt auch ein junger Mann erzählt. Ja. Jemand hat, also beim Tod von Johannes Paul II. Hat er den Impuls gehabt, bete doch 3 Gegrüßt seist du Maria jeden Tag. Und er hat begonnen und es hat sich in seinem Inneren was bewegt. Und er hat gesagt, und auf einmal sind schon 3 Rosenkränze draus geworden. Und dann ist er mal in die Kirche gegangen und ist eingeladen zu einem Alpha-Kurs und das war, und dann alles andere ist dann schon ganz leicht gegangen. Von selber gegangen, ja. Es hat mit Maria angefangen, mit diesem Impuls, bete doch 3 Gegrüßt seist du Maria. Das ist für unsere protestantischen Freunde, würde ich sagen, dass die verstehen, was die Rolle von Maria ist. Es ist keine Göttin, sondern das ist eine Mutter, die zu Jesus führt. Ne? Sie führt immer zu Jesus, ja. Ganz am Ende, was würdest du Leuten sagen? Warum sollen die vielleicht mal nach Medjugorje kommen? Sie könnten es ausprobieren. Man hört so viel. Was Maria macht? Man hört so viel, was hier wirklich passiert. Und es kommen auch Protestanten hierher. Glaube ich, gar nicht so wenige. Es kommen auch Orthodoxe hierher. Auch Muslime, habe ich gesehen, kommen auch her? Ja. Auch Juden? Ja. Ja, es ist ein Ort der Gnade. Ja. Mutter Gottes hat gesagt, ja, eine Oase des Friedens, ein Ort der Gnade. Und ja, wir haben alle Nöte, Probleme, Krankheiten, Sorgenkinder. Und ja, warum nicht einfach kommen und ausprobieren. Ja, mit offenem Herzen und es beschenken lassen. Ganz lieben Dank für das schöne Interview. Gerne.